Vielleicht kennst du das. Deine Periode kommt und plötzlich hast du so starke Schmerzen, dass dein ganzer Tag davon bestimmt wird. Und vielleicht sogar an den Tagen, an denen du eigentlich gar nicht eine Periode hast. Endometriose betrifft ungefähr jede 10. Frau im gebärfähigen Alter. Und trotzdem wissen viele Frauen lange Zeit nicht, was hinter ihrer Beschwerden steckt. Aber heute möchte ich nicht nur darüber sprechen, was Endometriose ist. Ich möchte vor allem eine andere Frage beantworten. Warum kann Endometriose so starke Schmerzen verursachen und warum kann Bewegung trotzdem helfen? Und na klar, ich zeige dir 5 Übungen, die dir dabei helfen können, deine Beschwerden zu lindern. Um zu verstehen, warum Übungen, Bewegungen helfen können, müssen wir zuerst schauen, was bei einer Endometriose im Körper überhaupt passiert. Was ist Endometriose? Kurz gesagt, Gewebe, das der Schleimhaut in der Gebärmutter sehr ähnlich ist, wächst an Stelle, wo es eigentlich nicht hingehört. Zum Beispiel außen an der Eierstocken, an der Blase, am Darm oder tief im Beckenraum. Das Problem dabei ist, dieses Gewebe verhält sich jeden Monat genauso wie die Schleimhaut in deiner Gebärmutter. Es baut sich auf und wenn die Periode kommt, blutet es ab. Nur während das Blut aus der Gebärmutter einfach nach außen abfließen kann, verbleibt das Blut der Endometrioseherde im Bauchraum. Dies kann eine anhaltende Entzündungsreaktion auslösen. Und genau hier beginnen die verschiedenen Gründe, warum Endometriose so stark wehtun kann. Es ist nämlich selten nur ein einziger Grund, sondern meist eine Kombination aus 4 Faktoren. Das erste, eine lokale Reizung im Bauchraum. Wenn das Blut nicht abfließen kann, reizt es das Gewebe außen herum. Dabei werden verschiedene Zellen des Immunsystems aktiviert. Das kann dazu beitragen, dass eine Entzündungsreaktion aufrechterhalten wird. Und diese Entzündung kann wiederum Strukturen in der Umgebung reizen, unter anderem auch den Nerven. Dadurch können noch mehr Schmerzen entstehen. Das zweite, Gewebe, das aneinander klebt. Normalerweise sind Organe wie Blase, Darm und Gebärmutter im Bauchraum sehr beweglich. Sie gleiten geschmeidig aneinander vorbei, wenn du gehst, wenn du dich bückst oder wenn du atmest. Durch diese ständige Reizung oder Entzündungen können sich kleine Narben oder Verwachsungen bilden. Organe, die eigentlich getrennt sein sollten, verkleben sie leicht miteinander. Und wenn du dich jetzt bewegst, entsteht ein Zug auf diesen vernarbten Stellen. Und Zug auf festsitzendes Gewebe tut weh. Das dritte, die Schutzspannung deiner Muskeln. Wenn dein Körper irgendwo im Bauch Schmerzen spürt, hat er einen ganz natürlichen Schutzreflex. Er spannt die Muskulatur außenrum an, vor allem am Beckenboden und der tiefen Bauchmuskel. Das ist vom Körper gut gemeint. Er möchte die schmerzende Stelle wie mit einem Panzer schützen. Wenn dieser Schutz aber Wochen oder Monate, vielleicht sogar jahrelang dauerhaft angespannt bleibt, verkrampft die Muskulatur. Ein dauerhaft verkrampfter Muskel wird schlecht durchblutet und fängt irgendwann an, selbst zu schmerzen. Aus dem Schutzreflex wird also eine zusätzliche Schmerztreiber. Und das vierte, das Nervensystem stellt die Lautstärkeregel hoch. Wenn über Wochen, Monate oder Jahre ständigen Schmerzsignalen aus dem Becken im Gehirn ankommen, passiert etwas im Nervensystem. Es wird empfindlicher. Stell dir einen Lautstärkeregler vor. Wenn dein Nervensystem dauerhaft gereizt wird, dreht das Gehirn diese Regler von Stufe 3 auf Stufe 8 hoch. Das bedeutet, Reize, die normalerweise nur leicht unangenehm wären, werden von dem Gehirn plötzlich als sehr starker Schmerz wahrgenommen. Es heißt ausdrücklich nicht,
dass der Schmerz eingebildet ist. Er ist absolut real. Es zeigt nur, dass nicht nur die Herde selbst wehtun, sondern auch dein Nervensystem gelernt hat, extrem sensibel zu reagieren. Und genau das erklärt, warum eine Frau sehr viele Endometrioseherden im Bauch haben kann und trotzdem keine Schmerzen spürt. Eine andere Frau hat nur 2 winzige Herde, leidet aber unter extremen Schmerzen. Weil Schmerzen von mehreren Faktoren beeinflussen werden. Zum Beispiel davon, wie stark das Gewebe gereizt ist, aber auch davon, wie empfindlich das Nervensystem auf diese Reize reagiert. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie können Übungen dabei helfen, deine Schmerzen zu lindern? Bewegung macht die Endometrioseherde nicht weg. Sie heilt die Erkrankung nicht. Aber Bewegungen kann gezielt an den 4 Schmerztreiben angesetzt werden. Sie löst die Schutzspannung. Sanfte Bewegung hilft dem Beckenboden und den Bauchmuskel aus der Dauerspannung herauszukommen. Sie bringt Durchblutung ins Gewebe. Bessere Durchblutung transportiert Reizstoffe ab und versorgt verkrampfte Muskeln wieder mit Sauerstoff. Bewegung hilft das Gewebe geschmeidig zu halten. Sanftes Dehnen verhindert, dass Verklebungen noch fester werden. Sie dreht auch den Lautstärkeregel runter. Wenn du dich schmerzfrei oder schmerzarm bewegst, lernt dein Gehirn wieder, Bewegung im Becken ist sicher. Ich muss den Schmerzregler nicht auf Anschlag lassen. Aber eins ist mir wichtig zu sagen. Nicht jeder Tag ist gleich. Bei Endometriose kann es gute und schlechte Tage geben. An einem Tag kann ein Spaziergang problemlos möglich sein, an den anderen Tag kann bereits eine kleine Bewegung unangenehm sein. Deshalb sollte Bewegung nicht nach dem Motto funktionieren, ich muss jeden Tag das gleiche Programm schaffen, sondern eher, welche Übung ist heute für mich angemessen. Und wir beginnen mit Rückenlage. Du legst dich auf den Boden hin, stellst deine Beine auf und jetzt ist es wichtig, dass deine Beine aneinander zusammenbleiben. Du lässt sie die ganze Zeit gemeinsam und bringst auch deine Hände jetzt nach oben Richtung Decke. Und jetzt geht es darum, dass wir eine Drehbewegung, eine sanfte Mobilisation vom Becken gegenüber von dem Brustbereich erreichen. Und das kriegen wir hin, indem wir die Arme mit dem Schulterblatt in eine Richtung fallen lassen und gleichzeitig soll sich die Beine in die Gegenrichtung bewegen. Komm wieder zurück zur Decke und dann lässt du wieder Beine in eine Richtung und die Arme in die andere Richtung fallen. Das Ziel von der Übung ist, dass du eine sanfte Mobilisation hast, eine Verbringung im Beckenbereich. Die Beine fallen in eine Richtung weg. Du schaust deine Hand an, bringst die Arme wieder nach oben, Beine wieder zur Mitte und dann machst du das gleiche nochmal in die andere Richtung. Beine zur Seite weg, Arme in die andere Richtung und wieder zur Mitte. Um den Effekt in dem Bauchbereich noch mehr zu verstärken, ist es super, wenn wir mit der Atmung arbeiten. Die Atmung sorgt dafür, dass noch mehr sanfte Bewegung in den Becken reinkommt und dies funktioniert fast wie eine Pumpe, wo du die Botenstoff oder halt die ganze Durchblutung in den Bauchraum einregst, aber auch die Entsorgung von diesen Reizstoffen. Das wird dann halt so aussehen, du atmest oben ein, ausatmen, die Beine zur Seite. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen und in die andere Richtung. Das Tempo ist bei dieser Übung wichtig. Wir wollen das Gewebe nicht noch mehr reizen, indem du die Übung einfach schnell durchführst, sondern lass dir Zeit und atme langsam aus und versuchst immer wieder
die beiden Knie gemeinsam zur Seite zu bewegen. Langsam einatmen in den Bauchraum, entspannt und locker lassen, ausatmen und dann wieder zur anderen Seite drehen. Pro Richtung solltest du dann diese Bewegung für 12 Mal wiederholen, dass du insgesamt 24 Mal die Beine und den Arm in Gegenrichtung bewegst. Für die nächste Übung brauchst du dann so ein kleines Kissen. Platziere das Kissen unterhalb von deinem Becken, sodass es nur ein kleines bisschen vom Boden abhebt. Du bringst die Beine zu dir ran, so nah wie möglich Ferse vom Po. Und jetzt klebst du Fußsohle in Fußsohle und du bewegst deine Füße zueinander und lässt es zu, dass deine Knie nach unten fallen Richtung Boden. Von dieser Position aus kannst du dann noch eine leichte Unterstützung geben von deinen Händen und du wirst so leichte Bewegungen machen, um die Knie nach außen Richtung Boden zu bewegen. Diese kleine leichte Schubsen machst du dann für 30 Sekunden lang. Bewegst du eine Hüfte nach unten und dann die andere Hüfte. Das Ziel der Übung ist, dass du eine leichte und sanfte Dehnung in den Innenbereich von der Oberschenkelmuskulatur spürst. Auch dein Beckenboden soll sich entspannt spüren und du sollst nicht dagegen ankrampfen oder anspannen. Lass es zu, dass deine Hüfte sich nach unten bewegen und das Ganze bleibst du dann in 30 Sekunden lang. Wenn die 30 Sekunden vorbei sind, hilfst du mit den Händen deine Beine wieder zusammenzuführen. Du solltest auch spüren, dass die Spannung in der Innenseite von deiner Oberschenkel deutlich besser ist. Und das Ganze wiederholst du dann noch 2 Mal. Ziehe wieder die Ferse zu dir ran, so nah wie möglich die Ferse Richtung Po bringen. Dein Becken ruht jetzt auf dem Kissen. Fußsohle zu Fußsohle zusammen. Mit den Händen bringst du dann sanft deine Knie nach unten Richtung Boden. 30 Sekunden lang versuche tief in den Bauch einzuatmen. Die tiefe Atmung wirkt nachweislich als entspannend und reduziert auch die Spannung in dem Bauchbereich. Nach 30 Sekunden bringst du dann mit den Händen deine Beine wieder zurück und spürst, wie die Spannung in den Oberschenkelbereich und auch in den Beckenboden nachlassen soll. Genauso wie die Oberschenkelmuskulatur solltest du auch den vorderen Bauchbereich dehnen, weil diese Krämpfe sehr häufig dafür sorgen, dass man in diese Schutzhaltung reinkommt und die Bauchmuskulatur ist bei Frauen, die Endometriose haben, auch sehr häufig sehr verspannt. Und genau um diese Muskulatur zu lockern, machen wir jetzt die dritte Übung. Jetzt legst du dich auf den Bauch hin und platzierst deinen Beckenbereich nun auf das Kissen drauf. Lass die Beine entspannt auf dem Boden. Deine Ellenbogen oder beziehungsweise die Arme solltest du beugen, so dass deine Hände ungefähr auf Schulterhöhe ist. Und von dieser Position aus, mit der Kraft von deinen Armen, solltest du dich hochheben. Du bleibst in der Position mit gestreckten Ellenbogen. Wichtig ist, dass der untere Partie von der Hüfte, vom Becken, noch am Boden bleibt. Lass sie so ein bisschen durchhängen und von dieser Position aus einfach mal tief im Bauch ein- und ausatmen. Versuche, wenn möglich, dass die Ausatmung doppelt so lang ist wie die Einatmung. Du atmest mindestens 4 Sekunden ein und versuchst dann halt 8 Sekunden ausatmen. Schiebst deine Schulterblatt nach unten, Oberkörper gerade, du guckst nach vorne und atmest langsam in den Bauch ein. Die Bauchdecke soll sich nach vorne bewegen und dann langsam 8 Sekunden wieder aus. Und du verbleibst in dieser Position für 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden beugst du wieder die Ellenbogen und kommst dann Richtung Boden.
Kannst den Kopf kurz ablegen. Achte darauf, dass du den Gesäßmuskel nicht zu doll angespannt hast und dass der unteren Rücken danach auch wieder loslässt, um das Ganze nochmal zu wiederholen. Blickrichtung nach unten, Ellenbogen sind gebeugt, Hände ungefähr auf Schulterhöhe. Mit den Armen drückst du dich nach oben. Bis du die Ellenbogen gestreckt hast, bringst du die Schulterblatt nochmal wieder nach unten. Du guckst geradeaus nach vorne. Achte darauf, dass dein Gesäßmuskel nicht angespannt ist, dass die Pobacken nicht zusammengekrampft sind. Und bleibst in dieser Position. Atmest langsam im Bauch ein. Und jetzt noch langsamer, tief ausatmen. Und wieder loslassen. 30 Sekunden lang sollst du hier bleiben und dabei achten, dass du eine leichte Dehnung an den vorderen Bauchmuskel spürst. Und wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen deine Beschwerden lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und extrem wichtig bei Endometrioseschmerzen ist, dass die Beweglichkeit vom Becken eingeschränkt wird. Man hat ja diese Krämpfe, die Schmerzen sind so stark und deswegen wird auch alles steif. Und genau diese Bewegung wollen wir wieder zurückkriegen. Im besten Fall mit einer zusätzlichen Aktivierung, aber auch Entspannung von dem Beckenboden. Genau dafür ist dann diese Übung. Du sollst jetzt auf den Vierfüßlerstand gehen. Deine Füße sind leicht aufgestellt. Und diese Übung sollen wir jetzt kombinieren. Die Anspannung, aber auch die Entspannung mit dem Beckenboden und zusätzlich die Beweglichkeit vom Becken. Wir beginnen, indem du jetzt das Becken, der Po, nach oben Richtung Decke schiebst. In dem Moment, wo du der Po nach oben schiebst, sollst du spüren, dass deine Lendenwirbelsäule in einen Hohlkreuz geht und die Sitzbeinhöcker, die gehen auseinander. Du solltest spüren, dass der After sich leicht eröffnet und dein Beckenboden wird gedehnt. Zusätzlich atmest du dann in der Position jetzt ein. Als erstes spannst du dann den Beckenboden an. Du solltest versuchen, Urin und Wind zurückzuhalten. Du atmest aus und kippst dann das Becken zu dir, so als ob du Schambein zum Brustbein zusammenführen willst. Du wirst sehr rund mit dem Becken, spannst mit voller Kraft an, um dann wieder loszulassen. Einatmen, Po zur Decke, du spürst die Dehnung in dem Beckenboden, der Beckenboden lässt zu, gedehnt zu werden. Beckenboden anspannen, ausatmen, Schambein zum Brustbein bewegen, die Sitzbeinhöcker kommen zueinander und dein Beckenboden ist geschlossen. Einatmen, wieder nach oben, Po zur Decke, loslassen. Einatmen, der Bauch bewegt sich zum Boden hin. Beckenboden anspannen. Schambein zum Brustbein, der Bauch bewegt sich nach innen und der Beckenboden ist geschlossen. Und das Ganze wiederholst du dann für mindestens 15 Mal. Einatmen, Becken nach oben, Po Richtung Decken bewegen. Der Lendenbereich geht in Hohlkreuz, du lässt die Dehnung zu. Ausatmen, Schambein zum Brustbein. Beckenboden wird angespannt und der Bauch wird nach innen gezogen, währenddessen du ausatmest. Einatmen und wieder von vorne beginnen. Schließen. Ganz wichtig, wenn du diese Übung machst, achte auf deinen Beckenboden. Du musst auch wirklich das Gefühl dazu bekommen, dass du zulässt, dass der Beckenboden sich entspannt während der Einatmung
und das Beckenkippen nach oben und gleichzeitig, dass du in der Lage bist, mit voller Kraft anzuspannen und dann Schambein Richtung Brustbein zu bewegen. Wenn du spüren kannst, wie verkrampft dein Beckenboden ist, kannst du den auch bewusst loslassen, wenn du es möchtest. Und bei unserer letzten Übung wollen wir jetzt eine Dehnung der Oberschenkelinnenmuskulatur und gleichzeitig eine Verbesserung der Beweglichkeit des Beckens erreichen. Dafür solltest du dich hinstellen und einen Fuß platzierst du dann auf eine kleine Erhöhung. Es kann eine Stufe sein, es kann ein Gegenstand sein, es kann auch auf dem Sofa oder ein Stuhl sein, der nicht ganz so hoch ist. Von der anderen Seite mit dem anderen Fuß sorgst du dafür, dass der Fuß nach vorne zeigt. Dein Becken soll möglichst erstmal gerade nach vorne zeigen und jetzt lehnst du dich in Richtung Gegenstand hin, sodass du eine leichte Dehnung im Beckenbereich spürst. Und in dieser Position kippst du dann das Becken zu dir und wieder weg. Zu dir und wieder weg. Achte darauf, dass du von dieser Anlehnungsposition nicht zurückkippst, sondern du bleibst bei der Dehnung und bewegst dann das Becken. Zu dir und wieder weg. Als nächstes bewegst du das dann seitlich hin, dass du das Becken kippst und wieder zurück. Seitlich kippen und wieder zurück. Mach die Bewegung langsam, achte auf die Beweglichkeit, auf diese Dehnung und geh dann wieder zurück. Und als letztes drehst du dann das Becken ein bisschen in eine Richtung und in die andere Richtung. Eine Richtung und in die andere Richtung. Deine Füße bewegen sich nicht. Sie sind fix auf dem Boden und du machst nur so eine leichte Torsion, so eine Verwringung vom Becken in eine Richtung und an die andere Richtung. Hauptsächlich musst du die Bewegung in der Hüfte spüren. Jede Bewegung führst du dann für 10 Mal durch und machst das Ganze auch auf der anderen Seite. Also, dein Fuß ist nach außen gerichtet, auf irgendeinen Gegenstand, der etwas höher ist. Der andere Fuß bleibt nach vorne zeigend. Du lehnst dich rein, machst eine Kniebeugen, bis du eine sanfte Dehnung im Adduktoren an der Oberschenkelinnen spürst. Von dieser Position Becken zu dir kippen und wieder weg. Becken zu dir und wieder weg. 10 Mal machst du diese Serie. Hin und zurück, hin und zurück. Dann Becken seitlich kippen und zurück, seitlich kippen und zurück, seitlich kippen und zurück. 4 und 5 und 6. Seitlich hin und zurück, seitlich hin und zurück. Und dann auch noch das Drehen. Mit dem Becken hindrehen, mit dem Becken wegdrehen. Und in dem Moment, wo man hier dreht, kommt das Knie auch mit. Bewusst versuchst du dagegen zu halten und drehst nur das Becken in eine Richtung und wieder hin, weg von der Hüfte und wieder hin. In der Hüfte, in der inneren Seite von der Leiste, solltest du spüren, dass die Bewegung ankommt. Diese Serie hilft dir dabei, die Verkrampfung in den Bauch- und Beckenmuskulatur zu verringern und gleichzeitig erhöhst du auch die Beweglichkeit. Je weniger verkrampfter du bist, desto mehr Bewegung erlaubst du in dem Bereich, was dir zugutekommt. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!